Schaut das nicht geil aus, Leute? Heute in dem Video geht es heute auch um diesen speziellen Magic Messerhalter und wie wir uns den bauen und wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So, Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen. Ich möchte dieses Messer hier vernünftig präsentieren und da bauen wir uns heute einfach mal einen Messerhalter, einen Magic Messerhalter hier, wo das Messer hier frei schwebend fast schon präsentiert wird im Endeffekt. Da braucht man auch gar nicht wirklich viel Material dafür. Also bei mir aus der Restholzkiste habe ich hier noch ein kleines bisschen Eiche. Für die untere Seite auch noch. Ist zwar jetzt nicht gerade, müssen wir noch abrichten, aber mal schauen, ob wir das verwenden können. Und wir brauchen im Endeffekt, oder was ihr braucht, ist natürlich erstmal ein passendes Messer, was ihr präsentieren wollt. Des Weiteren brauchen wir noch eine Schere, Blatt Papier und Neodym, ich glaube so sagt man, Neodym Magnete, genau. Die werde ich euch natürlich unten auch noch in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr wisst, was ich hier verwendet habe. Und ja, ich denke mal, wir brauchen jetzt erstmal ein Grundkonzept dieses Messerhalters. Und da hole ich euch mal her und dann werden wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen aufzeichnen, wie so circa das Ganze auszuschauen hat. So, ich werde hier auf dem Blatt Papier einfach mal so eine Skizze machen, wie ich mir das Ganze vorstelle, was ich in meinem Kopf drin habe, wie das Ganze hier auszuschauen hat. Es soll ja dann praktisch irgendwie, da braucht ihr natürlich euer Messer dazu, soll ja irgendwie so stehend hier präsentiert werden, das Messer. Und dann werde ich jetzt einfach mal hier so aus freier Hand irgendwo Stücke hier irgendwas hinzeichnen, was ich mir meine, was cool ausschauen könnte. Das müsst ihr natürlich dann schon mal abmessen, damit es mit den Magneten dann am Schluss passt. So, und dann werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen drum zeichnen. Und das lasst euch mal überraschen, was es für ein Muster gibt hier. Und das könnt ihr dann auch mal einfach machen. Jetzt schaut es mal so, würde das Messer theoretisch hier drauf passen. Und so soll es dann hier frei schwebend fast schon präsentiert werden. Aber da werden wir jetzt mal schauen. Danach, wenn ich das Ganze aufgezeichnet habe, werde ich es natürlich erstmal ausschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. So schaut das Ganze jetzt ausgeschnitten aus. Ich lege es jetzt schon mal aufs Holz drauf. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier kommen die Magneten hin, hier kommen Magnete hin. Und dann soll das Messer hier so drinne stehen. Ich würde mir schon mal anzeichnen, wo die Magneten circa hin sollen, damit es dann am Schluss passt. Und so soll es einfach wirken. So, also, dann werden wir das Ganze jetzt hier mal drauf zeichnen auf diese Eiche und werden das Ganze dann aussägen. So ausgesägt haben wir es jetzt mal. Schaut das Ganze so aus. Jetzt müssen wir uns mal weiterhin Gedanken machen. Also die Feinarbeit, die kommt dann nachher einfach nochmal. Das lassen wir jetzt erstmal. Jetzt ist die Frage, wie machen wir hier unten jetzt die Magneten rein? Denn ich habe keinen kleinen Bohrer. Was heißt kleinen Bohrer? Ich habe keine kleine Maschine. Da müssen wir uns irgendwie jetzt Gedanken machen, wie wir das am dümmsten reinmachen. Hier unten ist es ja kein Problem, weil wir werden hier einfach von unten reinbohren und ganz knapp bis an die Oberfläche bohren, ganz knapp nur. Aber hier oben habe ich das Problem. Schaut's mal, ich möchte nicht hier oben reinbohren und möchte eigentlich dann nicht von oben nochmal zustöpseln. Man könnte ja dann nochmal hier so einen kleinen Holzstöpsel drüber machen. Nee, wir machen es so. Also ich werde es mal probieren, seitlich hier mit dem Holzbohrer reinzubohren und dann hier mit dem Senkkopfbohrer, da werde ich das vielleicht mal probieren. Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich selber überraschen. Aber zeichnet vorher
Zeichnet vorher auf jeden Fall die Stelle an, wo das Messer hin soll und wo die Magneten hin sollen. Das sind diese Magneten, die hier reinkommen. Wie gesagt, werde ich euch unten verlinken. Das sind 10 mm Magneten und da kommt ein ganzer Stapel rein, damit wir hier ein bisschen mehr Magnetkraft haben. Und ja, müsst halt mal schauen, wie tief ihr bohrt, damit dann hier ein ganzer Stapel reinpasst von diesen Magneten. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze machen soll. Das sind jetzt, wie gesagt, 10 mm. Ich werde das hier mal mit dem 8 mm schräg ansetzen, ganz vorsichtig, und werde dann hier mit dem Senkkopf mit 10 mm hier reinbohren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Juhu, es hat funktioniert. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe erst leicht schräg angesetzt und habe dann hier mit dem Senkkopf hier ganz nah an die Maschine gemacht und dann bin ich doch glatt hier unten reingekommen. Also wenn ihr größere Messer macht, habt ihr damit weniger das Problem. Ich habe da ein kleineres Messer, deshalb habe ich da das größere Problem. Aber es hat funktioniert. Schauen wir mal. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen tiefer gehen und dann müsste das eigentlich funktionieren. Wow, super, 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 super. Noch ein bisschen tiefer. Juhu, es hat funktioniert. Richtig cool. Jetzt können wir so langsam, ganz langsam an den Feinschliff gehen. Nee, eigentlich nicht, weil wir müssen ja noch unten die Grundplatte machen. Und zwar habe ich da noch ein Stückchen auch Resteiche hier mit einem schönen Ast hier drin. Schauen wir mal, wie das dann nachher rauskommt. Und wir werden das Ganze jetzt hier einfach drauf, ja, nee, eigentlich festschrauben wollen wir es jetzt einfach nicht von unten. Wir machen es vernünftig. Und zwar zeichnen hier wir einmal die Kontur ab und werden das Ganze dann ein bisschen tiefer setzen. Ja, ich bin mal gespannt. Das heißt, wir werden da hier mit dem Stemmeisen ein bisschen arbeiten und da hier ein bisschen ausfräsen. Wer da so einen eckigen Bohrer hat oder so, der ist dann natürlich vom Vorteil. Habe ich jetzt leider nicht da, aber wir wollen es jetzt einfach mal hier mit der Hand ausstemmen. Puh, das ist eine Arbeit. Ausgestemmt ist es, ist gut gelungen. Und jetzt werden wir natürlich diese Magneten, diese Neodym-Magneten, die werden wir jetzt hier mal mit 2 Komponentenkleber reinkleben. Und zwar ist es jetzt so, ich werde hier oben keinen Deckel drauf machen. Weil ganz ehrlich, man sieht es eh nicht, weil es von unten ist. Unten haben wir gar kein Problem. Es ist ja von unten, deshalb einfach nur die Magneten reinkleben und dann werden wir natürlich das Ganze richtig schön schleifen, ein bisschen wässern, nochmal schleifen. Durchs Wässern stellt sich die Faser auf und wird dann nochmal extrem weich und dann nochmal mit dem Schmirgelpapier drüber und gut ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Also, legen wir los.
wow, er ist fertig, er ist geschliffen und er schaut mal richtig heiß aus. Und ich bin mal gespannt, wie er nach dem Ölen ausschaut. Und erst dann werden wir ihn probieren. Leute, zum Ölen nehme ich mein Heliacare. Wer es noch nicht kennt, kann ich euch unten verlinken. Bioöl, echt top. Und ich werde natürlich dann nochmal am Schluss ein bisschen mit Holzwachs das Holz versiegeln im Endeffekt. So, Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr den bis jetzt findet. Oder habt ihr auch solche speziellen Messer daheim, die ihr schön präsentieren könntet, theoretisch? Aber gut, schreibt es mal alles unten in die Kommentare rein. So, ich würde sagen, wir ölen. So, meine Lieben, geölt ist es, schaut richtig heiß aus. Ich persönlich finde geölte und gewachste Eiche richtig cool hier. Da kommt die Maserung so toll raus. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie euch sowas gefällt, so geölte Eiche. Ölt ihr Eiche oder was macht ihr mit eurem Holz? So, jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, ob das ganze Teil hier funktioniert. Wir stellen das Messer mal rein hier und schaut mal, wie geil das ausschaut. Schaut doch mal mega aus. Wir können es auch noch hier drehen, so ein bisschen wie wir wollen eigentlich. Ist ja cool. Jetzt schauen wir mal, ob wir es andersrum reinstellen können. Und hält auch perfekt. Schaut ja auch wirklich heiß aus. So. Wir können es hinstellen, wie wir wollen. Und das Messer wird richtig cool präsentiert. Das ist ein schönes Dekostück hier im Regal oder in der Küche oder sonst irgendwo. Aber ich finde es richtig heiß und es hält und es schaut richtig aus. Richtig cool aus. Also wir haben jetzt einen richtig coolen Magic Messerhalter gebaut hier. Und wie gesagt, schreibt es mal unten rein, wie ihr dieses Teil hier findet. Ich finde den Messerhalter richtig cool, um Messer zu präsentieren. Ist doch mal was anderes, das in der Küche zu stehen zu haben oder auf dem Tisch oder im Regal oder sonst irgendwo. Ist doch mal was anderes, was nicht jeder hat. Er schaut richtig heiß aus, finde ich. Und es ist super einfach gebaut. Selbst als Geschenk an einen Messerliebhaber ein relativ einfaches Projekt. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Wir sind aber auch am Ende dieses Jahres. Und ich möchte einfach mal an euch alle da draußen sagen, vielen Dank für das Jahr 2022. Es war echt cool und ihr seid eine richtig coole Community. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch einen super tollen Rutsch ins neue Jahr und vor allem im neuen Jahr sehr viel Gesundheit. Ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr wieder und lasst einen Daumen da, damit unterstützt ihr den Kanal einfach und mit euren Kommentaren genauso und so soll es einfach weitergehen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das machen und vergesst die kleine Glocke nicht. Also bis im neuen Jahr. Servus aus dem Allgäu. Bis dann.